Herzlich willkommen bei Channel Welcome. Mit Unterstützung des Bundesamts für Migration will sich in den nächsten 3 Jahren ein ganz neuer, unabhängiger Internet-TV-Sender in der Medienlandschaft etablieren. Hier bekommen sowohl vor als auch hinter der Kamera Menschen mit Migrationshintergrund eine Plattform zu einer stärkeren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Die VHS Augsburg ist Projektträger und hier wird jeden Monat eine 45-minütige Sendung produziert. Jeweils am ersten Tag im Monat erscheinen unter anderem auf unserer Website unterschiedlichste Beiträge, die sich mit den Belangen von Migranten und ihrem Leben in Augsburg, in Bayern und in ganz Deutschland beschäftigen. Channel Welcome will dabei in keine Konkurrenz mit etablierten Anbietern treten, sondern ein ganz neues, eigenständiges Format werden, in dem Inhalt und Information absolute Priorität haben. Und dennoch will es unterhalten und Spaß machen. Ich werde dabei durch die Sendung führen, zusätzliche Informationen zu den Beiträgen geben und dabei hoffentlich neugierig machen. Anregungen zur Sendung, Vorschläge für Beiträge oder Lust zum Mitmachen? Dann einfach eine Mail an uns. In der Stadt Gersthofen, direkt neben Augsburg, im Schatten der dortigen protestantischen Kirche, geschehen zurzeit merkwürdige Dinge. In der orangenen Gruppe im ehemaligen Kindergarten treffen sich wöchentlich ein paar junge, gut aussehende, dunkelhäutige Männer aus einem afrikanischen Land namens Eritrea mit einer weißhaarigen, längst im Rentenalter lebenden, unerschrockenen Dame. Und gemeinsam schreiben sie Zeichen in Hefte und an eine Tafel, aus der Worte und Sätze entstehen. Und alles geschieht im Schutze des dortigen Diakons, der sich im Namen seines Herrn einsetzt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Ich kann sogar Schwäbisch mit Ihnen reden. Ich spüre es nicht nur in der Gemeinde, ich spüre es allgemein, dass ein Umdenken passiert. Habe aber durchaus auch Gespräche, wo ich merke, dass Einstellungen noch sehr verhärtet sind. Hat sicher zu tun, zum einen mit Angst, mit Ängsten. Die Presse berichtet ja oft einmal von, wir werden überschwemmt und was auch immer. Aber Gott sei Dank gibt es die Unerschrockenen, denen das Gerede der anderen egal ist. Ich habe beim Einkaufen im Supermarkt immer mehrere schwarze Jungs getroffen und diese Jungs haben auf meine Annäherungsversuche sofort und lachend reagiert. Und deshalb habe ich beschlossen, dass ich einfach mal in das Heim gehe und mir die Jungs anschaue. Der beste Weg, denke ich, Leute zu integrieren oder, sage ich mal, ihnen erstmal eine Möglichkeit zu bieten, hier anzukommen und willkommen zu sein, ist, dass es Ehrenamtliche gibt, die sich engagieren und die dadurch natürlich auch die Stimmung beruhigen und das beruhigt, denke ich, auch die Bürger hier in Gersthofen. Ursel Beutel hatte 3 Töchter erfolgreich großgezogen. Doch danach wurde der Alltag und das Leben zur Routine. Nachdem ich gedacht habe, es wäre schade, wenn ich nur auf dem Sofa rumsitze und die Jungs so freundlich waren, habe ich gedacht, ich nehme mal Kontakt auf und dieser Kontakt ist sofort von 20 Jungs gut angekommen. Der nächste Schritt war, dass ich ins Heim gegangen bin und nachdem ich die auch sehr ansprechend fand und alles so zwischen 19 und 29, habe ich gedacht, das ist genau das Richtige und die führe ich jetzt ins deutsche Alltagsleben ein. 14 vor 3 Uhr. Es ist kurz vor 1:30. Ja. Kurz vor, klein vor 1:30. Wir sind auf dem Gelände der evangelischen Kirche und der Raum, wie man hört, und es wurde mir ein Raum, der früher als Kindergarten genutzt wurde, angeboten.
Und seither machen wir den Deutschunterricht unter dem Oberbegriff im Kindergarten. Einfach Schule im Kindergarten. 9 Monate in Deutschland, 1 Monat in München, 8 Monate in Gersthofen. Meine Lehrer ist Ursel in Gersthofen. Ja, ich bin Aman. Ich komme aus Eritrea. Ich bin 21 Jahre alt. Meine Arbeit, Maler. Ich bin Hail Asfa, ich komme aus Eritrea. 20. Und wie lange bist du schon in Deutschland? 9 Monate. Yeah. Mein Name ist Alexander Galati und ich komme aus Eritrea. Ja, 25 Jahre. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin begeistert, wie viel über die Kommunikation von Ehrenamtlichen an Nachbarn, an Bekanntenkreise passiert, dass da auch ein Bewusstsein geschaffen wird, dass Menschen sich für Asylsuchende hier in Gersthofen ehrenamtlich engagieren und auch Interesse geweckt wird bei anderen. Wir waren im Supermarkt, ich habe Obst und Gemüse vorgestellt. Wir waren an der Fleischtheke, weil die Jungs ja kein Schweinefleisch essen. Wir haben Brot und Brezen eingekauft. Wir waren jetzt letzte Woche im Schwimmbad und in der Bücherei und wir haben einfach solche praktischen Dinge ausprobiert. Doch nicht jeder Mensch besitzt die Gabe, im anderen auch einen Menschen zu sehen, dem man hilft, wenn er Hilfe braucht. Und so gibt es Kritiker und solche mit Ängsten, die es gilt zu überzeugen. Durch den Verein Gersthofen ist bunt und durch einen Bürgermeister, der da auch sehr zielgerichtet und sehr tough an die Sache geht, wird da auch viel Positives kommuniziert und wird auch deutlich gemacht, wir haben es im Blick und wir nehmen auch euch ernst dort, wo ihr auch Kritikpunkte habt. Also bestes Beispiel, es gab eine Unterschriftensammlung in Gersthofen gegen die Erweiterung, also gegen die Erhöhung der Zahl der Asylsuchenden in der Ziegeleistraße. Und der Bürgermeister hat jeden von dieser Liste zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Fand ich sehr tough, sehr mutig und bei einem Bürgermeister, der erst hier angetreten ist, sehr wenig Zeit hat, eigentlich auch vorbildhaft, wie er sich hinter diese Arbeit und hinter diese Menschen vor allen Dingen stellt. Im Moment fangen sie auch an, eigene Sätze zu sagen. Und das endet natürlich manchmal lustig, weil dann ein Wort vorkommt, das so im Deutschen nicht gebraucht wird. Die Rosen, die haben ihre Köpfe hängen lassen und dann hat einer gesagt, die Rosen sind langweilig und ich bin auch langweilig. Und das ist eigentlich das, warum ich das gerne mache und warum mir das gefällt. Ich finde es mal als erstes ganz, ganz wichtig, dass man deutlich macht, es handelt sich um Menschen. Und das ist ein ganz hoher Wert. Wenn ich Menschen begegne, dann ist es mein Ebenbild. Ich sage jetzt das mal als jemand, der theologisch ausgebildet ist. Wenn ich jemandem begegne in der Wertschätzung, dass er genauso wie ich ein Ebenbild Gottes und Schöpfung Gottes ist, dann gehe ich schon mal grundsätzlich anders mit ihm um. Die meisten Flüchtlinge sind jung, wenn nicht traumatisiert, hochmotiviert. Die Familien haben viel Geld für die Flucht hierher bezahlt. Doch es ist immer der gleiche Kreislauf. Die Behörden sind mit dem großen Andrang überfordert. Die Verfahren dauern viel zu lang. Zu wenig Sprachkurse. Nicht jeder bekommt eine Arbeitserlaubnis oder muss lange darauf warten. Die Quartiere sind überfüllt. 7, 8 Personen in einem Zimmer. Das Leben besteht oft nur aus Schlafen und Essen und Langeweile. Viele Leute einen Zimmer, 7 Leute ein Zimmer. Mein Haus ist 7 Leute, keinen ein Tisch hier. Viele laut, nicht lesen, Probleme, nicht viele Probleme für Hause.
Wir haben schon weit größere Mengen an Flüchtlingen aufgenommen in unserem Land. Nämlich in der Zeit, in der ich in München war, weiß ich, dass die Zahlen, glaube ich, in einem Jahr bei über 400.000 lagen. Also das heißt, das Boot ist voll, kann man so nicht sagen. Wir stehen heute wirtschaftlich auch noch besser da wie noch in den Anfang der 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre. Also die schwarzen Jungs, die kommen alle aus Eritrea. Die sind teilweise bis zu einem Jahr auf der Flucht gewesen und sind alle mit den Booten übers Mittelmeer gekommen. Und der Grund ist, in Eritrea herrscht Bürgerkrieg und die Jungs werden sofort nach Beendigung der Schule zum Militär eingezogen auf unbestimmte Zeit und müssen auch also mit der Waffe auf andere schießen. Und die das nicht wollten, die sind geflüchtet. Wobei es sehr teuer ist. Da muss die ganze Familie, Verwandtschaft zusammenlegen, weil so eine Flucht, die kostet zwischen 6.000 und 7.000 $. Also das heißt, aus einer Familie ist meistens nur einer weg. Wir sind eines der reichsten Länder. Und ich war 4-mal in Tansania und habe dort Gastfreundschaft und Leben erlebt. Und wenn man das mal erlebt und dann sieht, wie wir umgehen mit Menschen, mit Fremden, mit Gästen, dann muss man sagen, habe ich für mich persönlich eine ganz große Spanne erlebt. Ja. Und ich denke, wir müssen wieder zurückgehen und da komme ich jetzt ins Theologische, auf die wichtigen Dinge im Leben. Und wenn ich in meinem Alter mit 3, 4 schwarzen Jungs umgeben in den Supermarkt gehe oder sonst irgendwo hin, da spüre ich Blicke, aber ich sehe gar nicht hin. Wir gehen da so quer durch. Und dann wollte Juan, unser Praktikant, auch noch etwas wissen. Die Kamera läuft und bitte. Ich kann Schulenglisch, das mir jetzt einfällt, so nach und nach. Die Jungs die meisten können auch Schulenglisch, das heißt aber nur einzelne Worte. Und dann haben wir versucht, auf Deutsch, auf Englisch und mit Hand und Fuß das Ganze zu besprechen. Okay. Und die zweite Frage ist, gibt es manchmal, dass Sie Gedanken gehabt, wenn zum Beispiel etwas schlecht passiert, dass Sie endlich mit der Arbeit aufhören? Ich? Nein, das gibt's nicht. Okay. Und was werden Sie zu den Menschen sagen, die behaupten, dass Deutschland nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen soll? Also ich denke, wir haben so viel Platz und so viel Geld. Wir können viele aufnehmen. Der Studiengang Maschinenbau ist zumindest in Augsburg noch in fester Männerhand. Doch dann kam Ling aus dem fernen China und sie bringt die altbayerische klassische Geschlechterverteilung gehörig durcheinander. Ling wird oft gefragt, wie alt bist du? Aber ist das wichtig? Für Ling antworte ich, sie ist viel zu klein, um alt zu sein. Ich kenne Ling von der Schule in China. Ich finde sie cool, weil sie hier in Deutschland etwas studiert, was Frauen selten studieren. Ich heiße Ling und ich bin jetzt 26 Jahre alt und studiere jetzt hier in Augsburg Maschinenbau. Ling und ich haben zusammen in China studiert. Ich bin dann zuerst nach dem Studium nach Deutschland gegangen. Ich habe schon lange Zeit einen Wunsch nach Deutschland oder Deutschland kennenzulernen. Und dann habe ich Germanistik studiert und dann kann ich Deutsch und dann denke ich, ja, ich muss etwas mit Deutschland zu tun. Ja, dann habe ich entschieden, hier weiter studieren. Lim kommt aus Guangzhou, eine riesengroße Stadt in China. Und das Leben in Augsburg ist für sie ganz anders. The life there is very
fast. So everybody hurry to something else, or that hurry go to work, hurry go home, and hurry for everything, and just bring me a lot of stress. And when I in that society, then I feel depressed or I feel unhappy with that. But after I came here in a small town or the little city, small city, then I feel more comfortable and I can enjoy the life and slow down everything. Am Anfang stand Lin auch vor dem Problem, mit den deutschen Jungs umzugehen. Die Jungen reden nicht mit mir wegen Schüchtern oder sowas, ich weiß nicht. Einfach reden nicht mit mir. Und die ersten 2 Monate oder 3 Monate, ich fühle mich ganz einsam in dem Studiengang. Ich habe keine enge Freundin und gehe ich immer allein in die Mensa und lerne ich ganz alleine. Aber Gott sei Dank habe ich einen Junge in der Zeit kennengelernt und er hat mir viel geholfen. Es tut mir leid, inzwischen hat er aufgehört das Studium. Ich habe nicht so viele Themen mit Jungen zusammen reden und wenn sie über was reden, dann höre ich einfach zu oder kann ich auch nicht anders. Ich verstehe schon Mädchen, aber verstehe immer noch nicht Junge. Verstehe gar nicht. Was gibt's in den Kopf? Und heute, nach einem Jahr, bewertet Lin die Jungs ganz anders. Ich finde, die Jungen hier sind offen als die Jungen in China und nicht so schüchtern. Der zweite Punkt ist, die Jungen hier viel höflicher als die Jungen in China. Ich glaube. Oder vielleicht habe ich nur die schlechten Jungen in China getroffen. Die Mädchen in Deutschland schon interessant für mich, weil sie sind schon unabhängig und sie haben schon ein ganz klares Lebensziel. Nicht so wie die meisten Mädchen in China, denken immer an die Beziehung, an die heiraten oder sowas. Und Lin muss noch das alte Klischee aus der Welt schaffen, dass alle Chinesen gut Mathematik sind. Ich glaube nicht alle Chinesen können super gut Mathe. Mein Mathe-Professor macht gerne Witz über China wegen diesem Mathe-Thema. Die Chinesen können so gut Mathe. Leider bin ich nicht eine davon. Ich kann nicht so gut Mathe. Ich muss auch viel lernen, viel üben, um diesen Punkt zu verstehen. Ich habe 2 ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Ich bin so mega glücklich. Meine Schwester kümmert sich immer um mich, auch meine Eltern. Ich habe meistens Zeit ein Gefühl, dass ich bin der Fokus von der Familie. Und ich brauche dieses Gefühl. Inzwischen hat Lin sich ihr Leben in Deutschland gut eingerichtet. Sie hat Hobbys wie Malen, Joggen. Nur mit Singen hat sie Probleme, weil es richtiges Karaoke in Augsburg nicht gibt. Das chinesische Frühlingsfest ist das wichtigste Fest in China.
Das ist so wie Weihnachten für die Deutschen. Zu dem Fest trifft sich die ganze Familie und feiert zusammen das chinesische neue Jahr. Und Lin musste zum ersten Mal das Frühlingsfest ohne ihre Familie feiern. Ja, ich vermisse meine Familie schon. Schon ein Jahr sie nicht gesehen. Und sogar in dem chinesischen Neujahr kann ich leider nicht zurückfliegen, weil in der Zeit habe ich Prüfungen. Und meine Schwester hat sein Baby in die Welt gebracht, letzten Monat, und nein, diesen Monat. Und kann auch nicht zurückfliegen. Es ist mir schon ein bisschen schade. Und ja, wir kommunizieren ab und zu in der chinesischen WhatsApp und ja, Fotos Austausch oder sowas. Oder manchmal per Skype reden miteinander. Aber ganz selten, weil meine Familie kann nicht so gut das eigene Gefühl auszudrücken. So wie ich. Mein erstes Ziel jetzt, oder mein kleines Ziel oder Milestone ist, mein Studium abschließen kann. Du? Ja, ich bin so süß. Niemand wird mich diskriminieren. Okay, nur ein Witz. Selbst im reichen Deutschland können sich nicht alle Menschen ihr tägliches Brot leisten, obwohl es auf der anderen Seite hochwertige Lebensmittel im Überfluss gibt, die trotzdem im Wirtschaftsprozess keine Verwendung mehr finden. Damit diese nicht im Müll, sondern auf Tisch und Teller landen, kümmern sich deutschlandweit Tausende Freiwillige an mehr als 900 Anlaufstellen darum, dass mehr als 1,5 Millionen Menschen regelmäßig eine zusätzliche Mahlzeit bekommen. Mitte Juni fand in Augsburg das jährliche bundesweite Tafeltreffen statt. Die Tafeln wurden 1986, soviel ich weiß, in Amerika gegründet, in New York. Anfang der 90er Jahre sind die ersten Tafeln in Deutschland entstanden, in Berlin und in München. Und die Augsburger Tafel gibt es seit 1996. Hartz-IV-Empfänger, Menschen, bei denen die Rente nicht ausreicht, immer mehr Asylbewerber, bis zu 50 Neuanmeldungen jeden Tag. Und die Betroffenen schämen sich und nur wenige haben den Mut, offen zu ihrer Notlage zu stehen. Kaufen in Lidl und Aldi. Das braucht so viel Geld. Jetzt. Das Sie nicht haben? Na, ein bisschen dazu kaufen, aber das nicht so. Ich komme aus Weißrussland und ich wohne in Augsburg mit meinem Sohn. Ich bin alleinerziehende Mutter. Arbeitslos, aber ich bekomme demnächst eine Arbeit, endlich. Ich bin im Februar 2011 in den Vorruhestand gegangen und habe mir dann überlegt, was man noch machen könnte, und bin dann auf die Tafel gestoßen und bin seit August 2011 Mitarbeiter und Helfer der Tafel. Auf dem Rathausplatz in Augsburg wird das dreitägige Bundestreffen der Tafeln zelebriert. Politprominenz begrüßt Politprominenz, setzt sich werbewirksam in Szene, und eine kleine Gruppe am Rand ist der Ansicht, dass das alles gar nicht zusammenpasst. Auch einer steht, eher unauffällig, bescheiden am Rand. Eigentlich dürfte es uns oder sollte es uns nicht geben. In einem Staat wie bei uns sollte es eigentlich keine Armut geben.
Wir wohnten in 100 Kilometern von Tschernobyl. Und das war einfach so, ich hatte keine Wahl, ich bin Mutter geworden und ich habe gedacht, ja, ich muss irgendwas tun. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit, einfach die Flucht. Ich hatte eigentlich schon immer vor zu arbeiten, plus damals Kind war klein, 2 Jahre erst. Und ich hatte natürlich Probleme mit Deutsch. Ich wusste, ich kann einfach nicht anfangen, bevor ich einfach die Sprache nicht beherrsche. Deshalb erste meine Probleme waren natürlich in die Richtung Deutsch lernen. Zweite Probleme, ich habe Lehramt studiert, also ich habe pädagogische Ausbildung. Ich bin Lehrerin für russische Sprache und Literatur und ich habe Bachelorstufe. Das wurde damals nicht anerkannt. Also inzwischen habe ich einfach wahnsinnig viele Kurse auch belegt, also beim VHS-Schule, selbst Privatunterrichte, so alles Mögliche habe ich gemacht. Aber ich lerne immer noch. Die Personenzahl, die wir versorgen, ist sicher in den letzten 2 Jahren gewaltig gestiegen. Ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht einfach eine Hilfe und ich habe mich nie getäuscht. Das ist wunderbare Hilfe gewesen in all diese Jahre. Die Menschen sind wirklich hilfsbereit, einfach, die sind nett, die sind einfach menschlich. Sie gehen einfach auf den Grund und die arbeiten einfach so umsonst, das muss man auch bedenken, dass sie machen es wirklich ehrenamtlich und das verdient auch großes Respekt. Mein Name ist Franziska Wieser und ich arbeite jetzt seit April ehrenamtlich hier bei der Augsburger Tafel als Übergang, bis meine Ausbildung bei der Bayerischen Polizei nächstes Jahr im März beginnt. Ich wusste ja, dass es sowas geben muss, weil sich natürlich nicht jeder im Supermarkt Lebensmittel leisten kann. Und da habe ich natürlich dann auch drüber nachgedacht, aber so richtig beschäftigt habe ich mich damit dann erst, als ich wusste, ich möchte ehrenamtlich was machen und nicht einen 450 € Nebenjob. Ich wollte halt was machen, was natürlich auch dem Allgemeinwohl dient und da habe ich sofort an die Augsburger Tafel gedacht, weil ich wusste, dass die natürlich bedürftigen Menschen helfen. Und das war dann für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass es auch natürlich für meine Ausbildung mich dann weiterbringt und ein bisschen vorbereitet, weil hier natürlich auch Personen mit Problemen kommen. Wir haben zurzeit ca. 5.000 Personen, 4.500, die bei uns Lebensmittel abholen. Davon sind 1.200 Kinder und Jugendliche und 500 Personen versorgen wir noch in Institutionen wie das Frauenhaus oder in verschiedenen Schulen oder im Verein. Man bekommt ein bisschen Obst, man bekommt ein bisschen Gemüse, vielleicht irgendwas Süßes, einfach Brot, ja, und irgendwas, also was noch dazu kommt, einfach Wurst, vielleicht Käse. Das ist wirklich eine Erleichterung. Man kann dann irgendwie Budget, also Familienbudget, ein bisschen anders steuern, weil du weißt, du bekommst ein bisschen was dazu und dann kannst du ein bisschen anders managen. Ich wollte halt einfach nicht nur daheim sitzen, sondern einfach auch noch was tun, was der Allgemeinheit zugutekommt. Mit mehr als 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern, Finanzmittel nur aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und jeweils ein Obolus von ca. 1 €, so lässt sich auch Hilfe am Nächsten realisieren. Ich bin seit gut einem Jahr in Rente und damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, habe ich mich zu dieser Arbeit entschlossen. Ich mache das einmal in der Woche, immer mittwochs und ich führe da die Liste, das heißt, ich kassiere das Geld. Ja. Die Tafeln sorgen aber nicht nur dafür, dass Hilfsbedürftige unterstützt werden, sondern tragen auch dazu bei, dass weniger Lebensmittel vernichtet werden. Ich bin schon ein offener Mensch. Ich kann sagen, ich stehe schon dazu. Natürlich, es gibt schon gewisse Hemmungen, so kann man sagen. Einfach ein bisschen peinlich ist es auch ein bisschen. Also was heißt peinlich? Du weißt, du nimmst Hilfe in Anspruch. Ja, du hast irgendwie Recht auf diese Hilfe einerseits, aber andererseits, du bist schon erwachsen, du kannst arbeiten gehen und eigentlich selbst für sich sorgen. Und das ist dieses Dilemma und das macht natürlich irgendwas aus. Ja. Aber was heißt peinlich? Die Notlage kann nicht peinlich sein. Und viele Menschen hier, sie sind wirklich in Notlage. Ich rede nicht über mich selbst, sondern die Menschen, die wirklich das brauchen, unbedingt. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, die zur Tafel gehen, das werden halt so faule Hunde sein, die nichts tun wollen. Das ist nicht so. Die Leute, die haben wirklich Probleme und
die können einem wirklich nur leid tun und da muss man dann einfach helfen. Oft kommen welche, die sagen, die heulen und sagen, ich schäme mich, dass ich daherkommen muss. Und dann sage ich, das ist kein Grund zum Schämen. Bedürftig, das kann jeden treffen. Und solange solche, unsere Mitarbeiter, die machen das ja alles mit Spaß und Freude, weil es ja einfach auch einen Riesenspaß macht. Es ist wirklich schön, ich arbeite wirklich ganz gern hier. Wes Brot ich ess, das Lied ich sing. Ein altes Sprichwort, das auch heute noch seine volle Bedeutung hat. Und so müssen viel zu oft selbst besonnene, integre Journalisten mitschwimmen, das sagen und schreiben, was gerade dem gesellschaftlichen mehrheitsfähigen Meinungstrend entspricht. Doch wir wollen anecken, wenn wir es für richtig und wichtig halten. Ist es etwa wirklich ein Fortschritt, wenn von der Chefetage bis zum Filmpreis eine Quote unabhängig von Leistung und existierender Teilhabe erfüllt werden soll? Wenn deutsche Politik etwas beschließt, dann tut sie das selten wirklich konsequent. Und es hat meist vordergründig nur den Zweck, Wähler zu halten, Lobbyisten, Verbände zu befriedigen und plakativ nach außen zu zeigen, wir tun etwas, wir sind fortschrittlich. Ausstieg aus der Kernenergie, Umweltauflagen und Ziele, die immer wieder aufgeweicht werden, die Ehe für Homosexuelle, die Steuergerechtigkeit, der gleiche Lohn für alle. Halbherzig statt mit Leib und Seele. Auch die Einführung der Frauenquote, die einzige Quote, die wirklich propagiert wird, die manche Politikerinnen als einen historischen Fortschritt bezeichnen, ist nichts anderes als Augenwischerei. Wobei sich zusätzlich die Frage stellt, ob solch eine Quote in einem Land wie Deutschland überhaupt Fortschritt ist. Müssten da nicht in Jogi Löws Mannschaft, sagen wir mal, auch 4 Frauen spielen, statt nur in Frauenmannschaften? Das ist doch, wenn überhaupt, Apartheid. In jedem Formel-1-Rennstall müsse also auch eine Frauensteuer sitzen. Deutschland geht doch so gern vorweg. Also, Louis und Nico raus und Susi rein. Nein, Quote sollte dazu dienen, Schwächere besser in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Ältere Menschen, Menschen mit Handicaps, aber Frauen generell? Ich will nicht eine sein, die besonders gefördert werden muss. Zumal in einem Land, in dem es wirklich Schwächere gibt, die unsere gesellschaftliche Solidarität dringend benötigen. Inklusion statt Ausgrenzung. Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, aus welchen Gründen auch immer, die hier leben, lernen, arbeiten wollen, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, die allein auf sich gestellt sind, noch keine starken Gemeinschaft hinter sich haben. Für die macht Quote Sinn. Das sind die Menschen, die mehrheitlich bei Channel Welcome zu Wort kommen, die in diesem Projekt arbeiten, beitragen, eine andere Quote zu erfüllen. Eine Quote, die nicht schwach, sondern voller Sinn ist. Dazu ist Channel Welcome da. Und wie viele X und Y jemand im Erbgut trägt, spielt bei uns keine Rolle. Weil Geschichten in Channel Welcome meist ernste Hintergründe haben, wollen wir die Sendung dennoch immer mit einer kleinen Episode beenden, die mit einem versöhnlichen Ausgang, einem Lächeln abschließt. Darum geht es heute auch nochmals aus aktuellem Anlass um die Migrationsgeschichte einer jungen Dame namens Lucy. Lucy wurde in dem momentan so geplagten Griechenland von einer obdachlosen Mutter und einem unbekannten Vater als jüngstes von 3 Geschwistern unter dem Namen Sally geboren. Im Babyalter gelang sie als sogenannter unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling mit dem Flugzeug nach Deutschland. Keine politische Flucht, sondern mit dem Ziel zu einem besseren Leben abseits der Straße. In Osnabrück wurde sie von einer Pflegefamilie aufgenommen, die sie fortan Antje nannte. Später begann sie eine Ausbildung zur Arbeit am Menschen mit Diabetes, wobei sie es dabei sogar zu einer gewissen Berühmtheit brachte.
Leider musste sie die Ausbildung wegen wiederkehrender Angstzustände und ihrer Kleinwüchsigkeit vorzeitig abbrechen. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause wurde die Sängerin Silke Hoffmann aus Augsburg auf sie aufmerksam. Sie adoptierte Antje und nannte sie fortan Lucy. Seitdem lebt Lucy glücklich in einer Patchwork-Familie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lucy. Happy birthday to you.